Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie vom Grundstück meiner Eltern an einem herrlichen Herbsttag. Ich genieße das Wetter sehr. Doch ich genoss auch heute den Nebel in der Früh, als ich mit Vito durch den Wald wartete. Ich sauge diese mystische Atmosphäre förmlich in mich auf. Mir gefällt das, ja, aber ich bin generell ein Fan der Jahreszeit Herbst. Nun zum heutigen Video. DDR, BRD, Ossis, Wessis. Nun, ich sage Ihnen was, liebe Zuseher aus Deutschland. Für mich als Ösi, wie Sie immer gerne sagen, also zu uns, ja, war die immer einfach nur die Deutschen, egal ob Ostdeutschland oder Westdeutschland, ist so. Meine Oma wurde 1919 in Erfurt in Thüringen geboren und zog dann noch als Kind mit meinen Urgroßeltern nach Österreich. Und hier bin ich nun. So lief das ab. Ich habe heute noch Verwandtschaft in Bayern und habe sehr viel mit Zusehern meines Kanals zu tun, die in Deutschland leben. Einige davon wurden noch in der DDR geboren. Ja. Ich kann mich noch erinnern an meine erste persönliche Begegnung mit Leuten aus Ostdeutschland. Da war ich ein Kind, 11 oder 12 Jahre alt, also 81 oder 82. Meine Eltern und ich und einige unserer Verwandten, wir waren da eine Woche auf Urlaub in Ungarn am Balaton. Ja, bei einigen von ihnen klingelt es jetzt natürlich. Das Erste, das mir da aufgefallen ist, als wir da auf diesen Campingplatz gekommen sind, waren die vielen Trabis. Und ich sagte meinem Vater, wieso haben die Leute alle dieselben Autos? Ja? Zwar in einer anderen Farbe, aber alle dieselben Autos. Außerdem fiel mir auf, dass viele dieselben Wohnwagen hatten. Das waren so kugelige kleine Wohnwagen. Manche hatten auf ihren Trabis am Dach oben Zelter, so ein- oder zweimann-Zelter, ich weiß es nicht mehr. Ja, eigenartige Geschichte für mich gewesen und mein Vater versuchte mir das damals auf eine Art zu erklären, sodass ich es als 11-jähriges Kind auch verstehe. Ich habe das dann verstanden und ich weiß noch, dass sowohl mein Vater und einige meiner Onkel 2 oder 3 Nächte da auf Besuch gingen zu einem Zelt, wo ostdeutsche Leute campten. Die wurden da eingeladen, mein Vater und meine Onkel. Die unterhielten sich da prächtig mit ihnen und tranken Bier, tranken Kaffee. Und ich spielte mich mit den Kindern dieser Familie. Es war eine Tochter und ein Sohn. Auf den Namen der Tochter kann ich mich nicht erinnern, aber der Sohn hieß Heiko. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, das waren sehr nette, sehr liebe Leute. Ich mag euch, liebe Nachbarn aus Deutschland. Ich mag euch wirklich, ja. Wo ich euch nicht mag, überhaupt nicht, ist, wenn ihr gegen uns Fußball spielt. Und ich gebe zu, ich habe mich sehr gefreut, als wir euch kurz vor der EM 2024 eine Feste am Zigurik gegeben haben. Aber ihr hättet euch auch gefreut, wenn es umgekehrt so gewesen wäre. Liebe Nachbarn aus Deutschland, ihr habt einige der tollsten Hunderassen der Welt erschaffen. Eine davon ist der deutsche Schäferhund. Doch wir wissen, der deutsche Schäferhund ist nicht gleich deutscher Schäferhund. Rittmeister Max von Stefanitz und sein Hund Horand von Grafrath, der 1895 geboren wurde. Die beiden gaben den Startschuss für den Siegeszug dieser fantastischen Rasse. 14 bis 18, Erster Weltkrieg, viele deutsche Schäferhunde waren da im Einsatz, doch tat dieses Fiasko der Rasse selbst noch nicht wirklich viel an. 39 bis 45 fand der Zweite Weltkrieg statt. Die Welt brannte das zweite Mal. Fürchterliche, schreckliche Zeit. 30.000 deutsche Schäferhunde waren da als Diensthunde im Einsatz. Die Achsenmächte verloren den Krieg. Die Ostmark wurde wieder zu Österreich. Deutschland wurde gespalten. Es entwickelte sich die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland. Und das war ja mehr oder weniger der Beginn der Abgrenzung, kann ich nicht sagen. Ja. Oder ja, auch nicht der Geburt, ja, ist egal. Ab dem Zeitpunkt begann es langsam damit, dass sich westdeutsche Schäferhunde mit ostdeutschen Schäferhunden voneinander wegbewegten, anatomisch und charakterlich. So sei es vielleicht am besten ausgedrückt. Wobei es in den 50er und 60er Jahren noch gar nicht so schlimm war. Denn zu diesem Zeitpunkt waren sowohl noch der Westen als auch der Osten darauf erpicht, gesunde, robuste Diensthunde zu züchten, zu erschaffen mit dem deutschen Schäferhund. Doch danach, in späten 60ern, Anfang der 70er, begann der Westen, also weiß ich nicht, was für Beweggründen damit,
den abfallenden Rücken bei den deutschen Schäferhund zu züchten. Ja. Ich las da schon von Beweggründen, die aussagten, ja, der Grund, weshalb man damit begann, war der, man wollte den deutschen Schäferhund noch leistungsfähiger machen, als er schon war. Noch leistungsfähiger machen, das ist der größte Schwachsinn, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ja, wenn das die Natur so macht, die ja, wenn es um Anatomien geht, ein unschlagbarer Architekt ist, möchte ich mal sagen, dann lasse ich es mir einreden. Ja. Denn die Natur hat ja zum Beispiel die Tüpfelhyäne so gebaut, ja, und das passt. Doch sehen Sie sich an, wie die Natur einen Wolf gebaut hat, damit er optimal funktioniert. Ja, und mit welchen dieser beiden Tiere ein deutscher Schäferhund näher verwandt ist, brauche ich Ihnen nicht sagen. Ja, also dieser Beweggrund, den Hund noch leistungsfähiger zu machen, weiß ich nicht. Ja. Eher leuchtet mir da schon der Grund ein, ja, da ging es nur um die Optik, denn das sieht schöner aus, wobei für mich sieht es auch nicht schöner aus. Ja. Fakt ist, es wurde gemacht. Während man da mit dieser Sache begann, die Anatomie dieses herrlichen Hundes zu zerstören im Westen, war man im Osten noch immer auf Kurs mit, nein, das sollen gesunde, sowohl geistig wie auch körperlich robuste Diensthunde sein. Denn der deutsche Schäferhund der DDR-Linie war hauptsächlich beim Grenzschutz im Einsatz. Das waren Hunde, die hauptsächlich von Polizei und Armee in der DDR gehalten wurden. Mir wurde von einigen Zusehern, die noch in der DDR geboren sind, gesagt, dass so gut wie keine Privatpersonen deutsche Schäferhunde hielten in der DDR. Und wenn das der Fall war, hatten diese Personen zumeist Beziehungen oder etwas mehr Geld zur Verfügung. Ja, gut. Es kam der Mauerfall 1989 und 1990 die Wiedervereinigung und plötzlich standen sich der ostdeutsche und der westdeutsche Schäferhund direkt gegenüber. Und dann begannen die Probleme mit dem mächtigen Schäferhundverband, denn die DDR-Linie galt dort lange Zeit als Ausgestoßener. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Bei uns in Österreich galt dieser Hund schon immer als Superstar. Ja. Egal, dazu etwas später. Ich sage Ihnen aber auch gleich, dass ich nicht genau weiß, wie sich das heute abspielt, dieses Verhältnis zwischen Schäferhundeverband und DDR-Linie, die ja nach wie vor von Liebhabern gezüchtet wird. Das wissen Sie wahrscheinlich besser, als ich das weiß. Aber ich weiß, dass der deutsche Schäferhund der DDR-Linie heute mehr gesucht ist denn je. Der gilt bei vielen als die Linie des deutschen Schäferhundes. Schauen Sie, der Standard normalerweise, was soll ich Ihnen da jetzt sagen? Wenn Sie den Standard kennen des deutschen Schäferhundes, brauche ich Ihnen den Standard des deutschen Schäferhundes der DDR-Linie nicht zu erklären. Das ist ein Schäferhund und doch gibt es Unterschiede. Ob die Sie auch so wahrnehmen wie ich, weiß ich nicht, aber ich sage Ihnen, welche Unterschiede ich wahrnehme, wenn es geht, deutscher Schäferhund DDR-Linie, deutscher Schäferhund Westlinie. Anatomisch empfinde ich den deutschen Schäferhund der DDR-Linie als den etwas kompakteren Hund. Den Hund, der vielleicht etwas kräftiger, aber kürzer gebaut ist. Das mag eine optische Täuschung sein, ja, aber auf mich wirkt die DDR-Linie etwas kompakter, weniger hochläufig, mit kräftigerem Kopf im Vergleich zum Körper, als es die Westlinie ist. Außerdem ist die DDR-Linie so gut wie immer mit geraden Rücken ausgestattet. Das finden Sie bei der Westlinie, wenn dann nur bei der Leistungslinie, denn die Showlinie ist die Hyänengeschichte. Charakterlich, dann gehen wir nochmal zurück zur Optik. Farbtechnisch finden Sie DDR-Linie Schäferhunde zumeist in Grauschattierungen, Wolfsgrau, Hellgrau, Dunkelgrau oder in Schwarz. Es gibt sie auch in Schwarz-Braun wie die Westlinie, allerdings ist dann diese Färbung niemals so satt gefärbt, dieses satte Rot, was die deutschen Schäferhunde der Westlinie oftmals vorweisen. Mit denen können die DDR-Linien nicht aufwarten. Ja? Aber man sieht sie aber generell zumeist in Schwarz und in Grau. Ich habe ganz was vergessen. Lieber Armin, vielen Dank für deine Bilder. Wenn ich dieses Video bearbeite, werde ich das vorher schon bemerken, dass hier deine Hunde zu sehen sind. Liebe Zuseher, schauen Sie, ich habe ja schon mal gesagt, bevor ich dieses Video gebracht habe, dass es schwer ist, im Netz lizenzfreie Bilder von DDR-Schäferhunden zu finden. Ich müsste Züchter anschreiben, die um Erlaubnis fragen. Ich habe das schon bei anderen Rassen getan. Manchmal muss ich da wochenlang auf Antworten warten. Ja, das ist ein bisschen eine mühsame Geschichte. Deswegen habe ich gebeten,
dass mir Zuseher, die vielleicht im Besitz einer DDR-Linie sind, mir Bilder ihrer Hunde zu schicken, mit denen ich arbeiten darf. Ich tue mir leichter dabei. Herr Armin Krause hat das getan. Nochmal liebe Grüße nach Deutschland, lieber Armin, und vielen Dank für deine Bilder. Also, die Hunde, die Sie hier sehen, sind 2 deutsche Schäferhunde, ein Rüde, eine Hündin, der DDR-Linie im Besitz von Herrn Armin Krause aus Deutschland. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, zurück nochmal zur Anatomie. Farben, Wolfsgrau, schwarz, aber auch schwarz-braun, niemals so satt gefärbt. Westlinie, ja, habe ich schon gesagt, die Farben passt. Sind zumeist die Leistungslinie ist vielleicht manchmal etwas höher, aber kommt mir windiger vor als die DDR-Linie, auf jeden Fall. Der substanzvollste ist höchstwahrscheinlich die Showlinie des westdeutschen Schäferhundes. Haben sie oftmals wirklich sehr schwere Hunde dabei, aber wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, machen die hier keinen Punkt. Weder bei der westdeutschen Leistungslinie und schon gar nicht bei der DDR-Linie. Charaktertechnisch möchte ich sagen, gilt die DDR-Linie als Leistungslinien typisch triebiger Hund, bei Weitem aber nicht so triebig wie die typischen Leistungslinien aus Westdeutschland, also die Westlinie, die oftmals sehr hibbelig und nervös sind und denen oft nicht viel an Feuer im Vergleich zu Malinois, zu triebigen Malinois abgeht. Ich hatte schon mit deutschen Schäferhunden zu tun, der Leistungslinie, liebe Zuseher. Der deutsche Schäferhund ist höchstwahrscheinlich der Hund, mit dem ich in meinem Leben am meisten zu tun gehabt habe. Die waren derartig triebig, hibbelig und hyperaktiv, wie es der tollste Mali ist. Ja. Hier gilt die DDR-Linie gemäßigter. Es ist ein guter Trieb da, ein Aktivitätenradius, eine Bewegungsfreude, das ist alles da. Doch nicht in dem, wie soll ich sagen, fordernden Ausmaß wie bei der westdeutschen Leistungslinie. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe da irgendwo mal gelesen oder jemand hat mich gefragt, hat zu mir gesagt, Ronny, ich habe mal gelesen, dass sich die DDR-Linie für den Gebrauchshundesport nicht so gut eignet wie die westdeutsche Leistungslinie. Also ich habe dann gesagt, das war ja eine Frage vom Zuseher. Aber derjenige, der das behauptet, der hat meiner Meinung nach von diesem Hund keine Ahnung oder vom Gebrauchshundesport keine Ahnung. Denn ich sage Ihnen was, wir hatten in den 90ern, 94 oder 95 war das, und das war auch meine einzige persönliche Begegnung mit einem deutschen Schäferhund der DDR-Linie, hatten wir Besuch bei uns am Platz, den damals noch mein Vater führte, von deutschen Hundesportlern. Und als sie ankamen, war das Erste, das ich vernahm, hör zu, die haben einen DDRler dabei. Wir wussten selbstverständlich, es gibt die westdeutsche Linie, es gibt die DDR-Linie, ganz klar. Ich meine, wir leben in Österreich ja nicht hinterm Mond. Ne? Wir haben mit dem Kalten Krieg ja auch mitgemacht. Warschau-Pakt, NATO, Weststaaten, Oststaaten und so weiter. Also wir wussten das. Na klar, gleich sagte ich, Pfau, den will ich sehen. Ja, übrigens, Pfau ist stellvertretend für Wow. Ja? In Österreich sagen das einige Leute. Ja? Da gibt es einen Witz mit Pfau. Geht ein Herr zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe einen Pfau in der Unterhose. Der Doktor sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Lassen Sie mal sehen. Pfau. Ja, also Pfau, den möchte ich sehen, den Hund. Das war ein wolfsgrauer Rüde, ich schätze noch 65 cm Schulterhöhe, der sich auf die 40 Kilo zubewegt hat, also ziemlich kräftig gebaut war, mit wunderschönem, kräftigen Kopf. Ja, erkennbar kräftiger im Vergleich zum Körper, als es die normalen deutschen Schäferhunde, wie wir sie kannten, von der Westlinie hatten. Der hatte einen kräftigeren Kopf. Zumindest wirkt es so auf mich. Mit herrlichem Charakter. Der Hund war triebig, aber bei weitem nicht hyperaktiv. Der Hund hatte höchsten Will to Please und zeigte höchste Lernbereitschaft. Das war ein Top-Weltklasse-Gebrauchshund. Und schauen Sie, das war ein Diensthund bei Armee und Polizei. Also jeder, der behauptet, die DDR-Linie eignet sich für den Gebrauchshundesport weniger gut als die Westlinie. Ich meine, der Scherz. Ne? Ja, liebe Zuseher, ich weiß, es ist heutzutage schwer, deutsche Schäferhunde mit echtem DDR-Blut zu finden. Doch mir wurde da ein Link geschickt von einem meiner Zuseher. Mit denen gelang ich zu einer Webseite einer Züchterin in Österreich, die Ihnen garantiert, nur mit echtem DDR-Blut zu züchten. Da ist er ganz stolz drauf, ganz erpicht drauf. Ich habe mir die Webseite angesehen, wunderschöne Hunde. Also es gibt sie. Ich weiß, dass es sie auch in Deutschland gibt. Ja, wie weit man da von 100% reinen DDR-Blut sprechen kann, das
Ich kann Ihnen das nicht garantieren. Ne? Da müssen Sie schon mit diesen Leuten dort sprechen. Aber eines sage ich Ihnen. Ne? Sie wissen, ich bin ein riesengroßer deutscher Schäferhunde-Fan schon immer gewesen. Von Kindheit an. Sie ist Bur. Braver Bur. Das ist seine Aufgabe. Ich bin mit diesen Hunden groß geworden. Ich weiß ja nicht, ob ich mir nach Vito nochmal einen Hund nehme. Ich möchte ja gar nicht daran denken, dass Vito mal nicht mehr ist. Ja. Und mir wäre am liebsten, er wird so alt wie ich. Ja. Aber ja, schauen Sie, sollte es mal so weit sein, ich weiß nicht, ob ich mir noch einen nehme. Sollte ich mir noch einen nehmen, weiß ich noch nicht mal, was für einen Hund ich mir nehmen würde. Würde ich mit einem deutschen Schäferhund spekulieren, ich würde mir die Arbeit antun und würde mich um eine DDR-Linie umsehen. Wissen Sie wieso? Weil diese Linie für mich das Tüpfelchen am I bei den deutschen Schäferhunden ist. Während der deutsche Schäferhund generell an sich das Tüpfelchen am I unter allen Hunderassen ist. Sie wissen ja, wie ich zu diesem Hund stehe. Für mich ist der deutsche Schäferhund, egal welche Linie, Westlinie, Ostlinie, seine Majestät, die unangefochtene Nummer 1, da rüttelt niemand dran. Unter allen Hunderassen, wenn es ums Allgemeine geht. Wunderschön, der kann alles. Hochintelligent, Top-Hund, einsetzbar überall. Ja. Gibt nichts Besseres. Geschmackssache, Sie wissen schon, ja, ist meine Meinung. Ich würde mir die Arbeit antun, ja, weil das einfach ein fantastischer Hund ist. Ja. Es ist nicht einfach, über diesen Hund zu sprechen. Es gibt sehr viele Unklarheiten. Man muss auf sehr viele Sachen achten, wenn man über die DDR-Linie des deutschen Schäferhundes spricht. Ja. Man will auch niemanden auf die Beine treten. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, aber ich habe mir Mühe gegeben. Auf jeden Fall toller Hund. Ja. Absolut toller Hund. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.